gibt Eltern, die sehen ihr Kind, dass es langweilig ist und versuchen gleich wieder Reize zu geben. Langeweile ist was Großartiges. Es ist wie ein Reset-Button. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Loslassen und gemeinsam wachsen und ganz besonders in unserer Reihe Gefühle verstehen. Ich bringe euch heute die Langeweile mit. Langeweile ist eine Stimmung, ein Zustand, den du kennst als Mama im Konflikt mit deinem Kind. Ganz, ganz viele Mamas, und ich merke das auch bei mir immer wieder, diese Momente, in denen meine Kinder kommen und sagen, Mama, mir ist langweilig und dann auch noch so ganz lange gezogen, lösen immer einen ganz kurzen Moment Stress aus. Manchmal ist da dieses Bedürfnis in uns drin, diese Langeweile zu überbrücken und irgendetwas zu tun, neuen Input zu schaffen. In dieser Episode möchte ich dir Einblicke dafür geben, was Langeweile ist. Denn Langeweile ist so viel mehr als nicht zu wissen, was man tun soll oder möchte. Ich werde dir, wie du das bereits kennst, die Frage einer meiner Teilnehmerinnen aus Gemeinsam wachsen vorlesen, die das Problem der Langeweile oder die Herausforderung in dem Satz Mama, Schlafen ist langweilig und doof, ja, letztendlich zu einem Konflikt geführt hat, zu einem Konflikt zwischen ihr und ihrem Partner. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie letztendlich eine Aussage, ein Satz eines Kindes für Wellen schlagen kann in uns und in der Beziehung zum Partner und auch zum Kind. Heute geht es für dich daher um Langeweile. Du wirst in dieser Episode erfahren, was Langeweile ist, welche Formen von Langeweile es gibt, beziehungsweise was sich dahinter eigentlich an Botschaft verbirgt und wie letztendlich das Zusammenspiel in der Familie bei Langeweile oder bei diesem Satz für Auswirkungen hat und wie du diese begegnen und lösen kannst. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode. Liebe Manuela, Marie möchte momentan gar nicht schlafen. Jeden Abend gibt es ein riesiges Theater, sobald sie ins Bett soll. Sie sagt, sie findet Schlafen langweilig und doof. Sie rennt dann auch vor uns weg. Mein Mann brüllt dann nur noch rum, weil er für das Verhalten kein Verständnis hat. Ich gehe schon mit einem schlechten Gefühl in die Abendroutine. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mich nervt es natürlich auch, dass sie dann immer so ausrastet und wegrennt. Das Verhalten meines Mannes geht aber auch gar nicht und macht es nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, was plötzlich dieses Verhalten von Marie ausgelöst hat. Ich habe versucht herauszufinden, was wirklich dahinter steckt, aber sie sagt immer nur, dass es einfach langweilig ist. Wenn sie sich dann beruhigt hat, schläft sie sofort ein. Erster wichtiger Hinweis: Es geht weniger um die Marie als vielmehr um den Konflikt, den du mit deinem Partner hast. Klassisch. Mein Partner reagiert über, meine Partnerin reagiert über. Es geht ja in beide Richtungen. Es ist nie immer eine Seite, sondern es ist ja auch, wir haben das auch als Mamas. Der Konflikt ist zwischen euch. Das heißt, du willst eigentlich nicht, dass dein Partner überreagiert, weil das so anstrengend ist, weil es so viel in dir auslöst. Vielleicht auch so Sachen wie, ich werde nicht unterstützt. Schon wieder mault er rum, da kommst du dann an deine Überzeugungen, an deine Erfahrungen ran, die noch nicht gelöst sind in irgendeiner Form. Dein Partner, wo du Wünsche hast, dass er sich anders verhält, das ist alles da und präsent und wird ausgelöst durch Marie. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr so eine großartige Tochter habt, die euch an diesen Punkt hinbringt. Denn da müsst ihr hinschauen. Es geht um eure Beziehung, es geht gar nicht um Marie. Marie ist der Auslöser für das, was eigentlich präsent ist, nämlich der Konflikt zwischen dir und deinem Partner. Ja, Konfliktdreieck. Geh mit deinem Partner ins Gespräch. Was brauchst du, Schatz? Wie können wir das anders strukturieren? Wovor hast du Angst? Wenn wir mit Wut reagieren, steckt dahinter immer eine Angst. Eine Angst davor, zu wenig Raum für sich selber zu haben, Existenzängste, Paarbeziehungsängste.
Nutze die Impulswoche, die ich hier für dich habe. Ich, du, wir sein. Ja, schau dir die an. Schau dir auch die Fragen an, die ich für die Paarbeziehung hierauf analysiert habe. Ich habe auch da drinnen eine Vorlage, die du ausdrucken kannst, in der du reinschreibst, welchen Konflikt ihr habt und was euch jeweils wichtig ist. Was ist deinem Partner wichtig, was ist dir wichtig? Schreibt das auf und guckt euch das an und sagt, oh, das matcht oder das matcht überhaupt nicht. Wie können wir gemeinsam das handhaben? Bitte macht diese Impulswoche, die ist so dienlich, genau für solche Situationen. Zur Marie selber. Ja, 4-Jährige, rast rum, ist noch völlig, klassisch. Aber sie sagt, es ist langweilig. Und da mag ich dir was verraten oder euch was verraten. Kinder in der Entwicklung, Sprachentwicklung, langweilig. Langeweile ist für uns Eltern und für Pädagogen und überhaupt meistens oft schwer auszuhalten, ist irgendwie negativ konnotiert, hat einen schlechten Ruf. Langeweile heißt lange weilen, lange verweilen, an einer Sache länger bleiben, die Muße haben, nichts zu tun. Es gibt Eltern, die sehen ihr Kind, dass es langweilig ist und versuchen gleich wieder Reize zu geben. Langeweile ist was Großartiges. Es ist wie ein Reset-Button. Wir brauchen das alle und ich wünsche es mir zu Weihnachten. Hinter der Langeweile, wenn Kinder das äußern, verstecken sich aber verschiedene Botschaften, je nach Situation. Es kann sich zum Beispiel verstecken dahinter, klassisch bei Mama, mir ist langweilig. Ja, Kind kommt, war die ganze Zeit allein beschäftigt. Du stehst in der Küche beim Essen, mir ist langweilig. Ja, dann geht es nicht um, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern ich möchte Kontakt. Kinder wollen immer 2 Dinge gleichzeitig, ja, irgendetwas und Kontakt. Bei dem geht es darum, Kontakt zu haben, Kontakt zur Mama, Kontakt mit Gespräch, eine Umarmung. Das kann man relativ gut und schnell erfüllen und dann ist die Langeweile relativ schnell auch wieder weg. Manchmal ist Langeweile, der Ausdruck für mir ist langweilig, der Ersatz für ich hadere mit mir. Ich bin unzufrieden. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ja, soll ich zu meiner Freundin gehen oder zur Oma, in den Kindergarten oder daheim bleiben? Oh, mir ist langweilig. Das heißt, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Eine andere Möglichkeit ist, dass hinter der Langeweile, mir ist langweilig, eigentlich Gefühle stecken wie Trauer oder Verlustängste. Zum Beispiel oder Sehnsucht, ja, wenn ich einen Freund schon lange nicht mehr gesehen habe oder die Oma schon lange nicht mehr gesehen habe und im Urlaub bin und dann sage, hier im Urlaub ist mir langweilig, habe ich vielleicht Sehnsucht nach zu Hause, Sehnsucht nach den Freunden. Die 4. Möglichkeit, die Botschaft, die hinter mir ist langweilig steckt, kann sein, und das ist jetzt das, was ich als letztes aufzähle, damit du das präsent im Kopf hast, weil das betrifft dich wahrscheinlich, ist, ich bin überreizt. Zu viele Reize, zu viel Anregung. Langeweile für Überreizung und Hocherregung. Mir ist langweilig, ich habe noch viel zu viel in mir zu verarbeiten. Was Marie macht, ist total großartig, denn sie spürt diese Überreizung, indem sie voll Gras rumrennt und rumbrüllt. Sie muss also noch die Anspannung, die sie hat, die Überreizung, die in ihr da ist, die zu viele Energie in irgendeiner Form rauslassen. Das ist ganz gesund. Wunderbare Reaktion. Gib ihr den Raum. Hilf ihr, in die Entspannung zu kommen. Und sie kommt in die Entspannung, weil sie lässt ihre volle Energie raus und schläft dann ein. Wenn du deinem Mann das so erklärst, er darf sich auch gerne das hier anhören, entsteht mehr Verständnis für das kindliche, gesunde Verhalten zu dem, was in dem Kind präsent ist. Das, was wir als Erwachsene beständig abschneiden, unsere Gefühle haben die Kinder ja noch ganz präsent. Die wissen irgendwie, was zu tun ist, damit es ihnen besser geht. Wichtig in diesem Konflikt ist der Konflikt, den du mit deinem Partner hast, und da schicke ich dich auf die Reise zur Impulswoche Ich, du, wir sein. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist, ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität.
Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.